Hallo liebe Freunde, ich grüße euch herzlich aus dem fernen Sibirien. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr genießt euer Leben. Vor einigen Wochen war ich in der kleinen Stadt Sljudzjanka am Baikalsee. Diese Stadt liegt nur 2 Autostunden von Irkutsk entfernt, aber ich fahre dorthin mit dem Bus. Die Fahrt kostet 400 Rubel. In diesem Video könnt ihr den schönen Bahnhof sehen, der aus weißem Marmor gebaut ist. Es ist ein historisches Gebäude. Sljudzjanka liegt an der Transsibirischen Eisenbahn und hier fahren alle Züge vorbei, die sich von Westen nach Osten bewegen und zurück. Alle Personenzüge halten in Sljudzjanka, daher ist es kein Problem, in jede Richtung zu fahren. Zum Beispiel kann man mit dem Zug nach Irkutsk oder nach Ulan-Ude fahren. Diesen Sommer war ich schon in Sljudzjanka mehrmals und auf meinem Kanal gibt es einige Videos dazu. Frühere Videos findet ihr in der Playlist Baikalsee. Bitte anschauen, falls ihr diese Videos verpasst habt. Weiter in diesem Video seht ihr meinen Spaziergang durch Sljudzjanka bis zum Eisenbahnerpark, der sich am Ufer befindet. Mit dem Wetter hatte ich Glück. Es war warm und sonnig. Sljudzjanka ist bei Touristen aus anderen Städten Sibiriens sehr beliebt, aber die Bewohner von Irkutsk zeigen kein Interesse an diesem Ort, denn Sljudzjanka liegt weiter entfernt als Listwanka. Im weiteren Verlauf dieses Videos will ich einige Nachrichten aus Russland vorlesen. Ich hoffe, euch interessiert das alltägliche Leben im Land. Bleibt bitte dran, los geht's! Katamaran am Baikalsee. Auf dem Baikalsee hat ein neues Schiff seinen Dienst aufgenommen, das Hochgeschwindigkeitspassagier-Katamaran Sarma. Vor kurzem machte es seine erste Fahrt von Irkutsk bis zur Bucht Peschtschanaja. Entwickelt wurde das Projekt von einem Unternehmen aus Nischni Nowgorod. Gebaut wurde das Schiff in Rybinsk und die Endmontage fand in Irkutsk auf dem Gelände der Ostsibirischen Flussschifffahrtsgesellschaft statt. Sarma beeindruckt mit ihren technischen Daten. 38 Meter lang, eine Geschwindigkeit von bis zu 65 Kilometern pro Stunde und Platz für 148 Passagiere. Die Reichweite beträgt rund 1000 Kilometer. Und das ist erst der Anfang. Demnächst soll noch ein weiteres Hochgeschwindigkeitsschiff in Betrieb gehen, die Selenga. Beide Katamarane werden für Schnellverbindungen auf dem Baikalsee und am Ursprung der Angara eingesetzt, auf der Strecke Irkutsk-Severobaikalsk-Irkutsk. Insel Olchon. Am Baikalsee verändert sich die touristische Landkarte. Noch vor wenigen Jahren galt die Insel Olchon als Hauptziel für Reisende, doch inzwischen meiden viele Touristen diesen Ort. Laut Vadim Kopelov, stellvertretender Vorsitzender der Sibirischen Baikal-Tourismusvereinigung, liegt der Grund in lauten Partys und dem Ausbau von Unterhaltungseinrichtungen. Einst stand Olchon für Ruhe und die Verbindung mit der Natur. Heute zieht es viele Gäste eher an die Ostküste des Baikalsees, nach Baikalsk oder ins Tunka-Tal. Auch Anastasia Teterina, Geschäftsführerin des Unternehmerverbands für Tourismus in der Baikalregion, erinnert daran, dass die Veränderungen während der Pandemie begannen. Damals blieben Gäste aus anderen Regionen und Ländern aus. Und die lokalen Unternehmer mussten sich auf einheimische Besucher einstellen, mit einem stärkeren Fokus auf Unterhaltung. Derzeit arbeitet die Region Irkutsk an einer neuen Tourismusstrategie. Geplant sind auch Maßnahmen, um das äußere Erscheinungsbild von Olchon zu verbessern und der Insel ihren natürlichen Charme zurückzugeben. Visafrei nach China. Ab dem 15. September dieses Jahres erhalten russische Staatsbürger eine neue Reisemöglichkeit.
China führt für Inhaber eines regulären russischen Reisepasses eine visafreie Einreise ein. Der Aufenthalt kann bis zu 30 Tage dauern, sei es für Tourismus, Geschäftsreisen, den Besuch von Verwandten und Freunden oder für gegenseitige Austauschprogramme. Die Regelung gilt zunächst testweise vom 15. September 2025 bis zum 14. September 2026. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums betonte, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Staaten weiterhin auf einem hohen Niveau entwickeln. China lege großen Wert auf den Austausch zwischen den Völkern und sehe darin einen wichtigen Beitrag zur strategischen Partnerschaft. Wir freuen uns, noch mehr russische Freunde in China willkommen zu heißen, sagte er abschließend. Impfstoff gegen Krebs. In Russland steht ein neuer medizinischer Durchbruch bevor. Eine nationale Krebsimpfung ist einsatzbereit. Das erklärte die Leiterin der Föderalen Medizinisch-Biologischen Agentur Veronika Skvortsova auf dem östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Die Forschung dauerte mehrere Jahre. Die letzten 3 Jahre waren regulierte präklinische Studien. Diese bestätigten, der Impfstoff ist auch bei wiederholter Anwendung sicher und zeigt eine hohe Wirksamkeit. Wissenschaftler stellten fest, dass Tumoren in 60–80% der Fälle schrumpften oder ihr Wachstum deutlich verlangsamt wurde. Zudem verbesserte die Impfung die Überlebenschancen. Zuerst soll der Impfstoff gegen Darmkrebs eingesetzt werden. Parallel wird an Varianten gegen weitere Krebsarten gearbeitet. Zur Erinnerung, das 10. Östliche Wirtschaftsforum fand vom 3. bis 6. September in Wladiwostok statt. Es zog über 8400 Teilnehmer aus 75 Ländern und Regionen an. Rentner in Russland. In Russland wurden die Regionen mit den meisten Rentnern genannt. An der Spitze stehen Moskau, die Region Moskau und die Region Krasnodar. Nach Angaben des Sozialfonds Russlands leben in der Hauptstadt mehr als 3 Millionen Rentner, davon über 2 Millionen Frauen. In der Region Moskau sind es fast 2 Millionen, in der Region Krasnodar rund 1,6 Millionen. In den beiden Regionen ist die Zahl der Rentnerinnen etwa doppelt so hoch wie die der Männer. Auf Platz 4 folgt St. Petersburg mit 1,5 Millionen Rentnern, danach die Region Sverdlovsk mit 1,3 Millionen. Insgesamt hat die Zahl der Rentner in Russland inzwischen 40 Millionen überschritten. Davon arbeiten mehr als 7,6 Millionen weiter, fast 2,3 Millionen beziehen eine Invalidenrente und etwa 1,45 Millionen erhalten eine Hinterbliebenenrente. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Mitmachen. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.